98 plus. Die Russen, also diese Russen war das Schlimmste. Die Männer werden bum, 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 also erschossen. Und die Frauen werden halt das Vergewaltigungszeichen gezeigt. Ne? Na, was mich für Angst gehabt hat. Und trotzdem haben sie den Humor nie verloren, haben sie gesagt. Nachher dann erst. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ich kann es euch nur fürs Leben mitgeben. Nie den Humor verlieren. Hast du dich jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die große Ehre, eine 98-jährige Dame zu interviewen. Und diese 98-jährige Dame erzählt uns heute, wie sie 98 Jahre alt geworden ist, wie sie damals die Kriegszeit erlebt hat, warum der Humor im Leben das Wichtigste ist und welchen Ratschlag sie genau dir mit auf den Weg geben würde. Ich bin Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese und noch viele weitere wertvolle Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Ich? Ja. 98 plus. Und 98 plus, also. Und da ist nichts gefälscht geworden auf der Geburtsurkunde, weil sie so fit ausschauen. Ist da was gefälscht geworden auf der Geburtsurkunde, weil sie so fit ausschauen? Nein, wirklich nicht. Was haben sie gemacht, dass sie so 98 Jahre jung geworden sind? Hätte man auch nicht gedacht. Also immer viel gearbeitet, den Humor nicht verloren und viel gearbeitet, Kriegsdienst verpflichtet. Ein Jahr Schaffnerin in Graz, Kriegsdienst verpflichtet. Den vielen Bombenangriff, ich habe sehr viel erleben müssen. Ich bin in die Mauer eingesprungen, wie erzählt, ne? und die Flieger haben geschossen auf mich. Und unter der Brücke habe ich dann Schutz gesucht. Neben mir sind die Geschosse eingeknaffelt in die Mauer. Das war schon ein schieres Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Das geht auch gar nicht aus dem Kopf, das kann ich gar nicht vergessen. Das heißt, sie sind in der Mauer geschwommen und links und rechts sind die ganzen Schuss. Die Geschosse eingezischt ins Wasser. Ja, die haben richtig angegriffen. Waren es Amerikaner oder Engländer, was weiß ich. Ich kenne die Maschine nicht. Und dann habe ich halt geschaut, dass ich da die Brücken reinkomme und dann war ich gerettet. Haben sie mich nicht erwischt. Ja. Viel Respekt. Also viel Respekt, weil man, wie gesagt, unsere Generation kann sich das gar nicht vorstellen. Wie gesagt, ich bin jetzt 24. Ich bin 24, ich bin schon alt für den Krieg. Die Leute meistens sind mit 17, 18 schon eingerückt. Sie sind dann auch im Endeffekt, sie sind dann 26er Jahrgang. Ja, zuerst habe ich müssen zum Reichsarbeitsdienst einrücken, habe ich gesagt. Ne? Haben wir müssen bei den Bauern arbeiten, sogar im Wald haben wir müssen helfen beim Baumschlagen und so. Und wie gesagt, nichts zu essen haben wir gekriegt, weil wir Lebensmittelkarten gehabt haben. Alles habe ich überlebt. Dann waren es ein Jahr beim Reichsarbeitsdienst. Ein Jahr. Verlorene Zeit. Ja, wir müssen arbeiten für die Bauern. Ich kann mich erinnern, da haben wir einen Bauern gehabt, so ganz alte Leute. Da haben wir das Essen natürlich auch gekriegt. Da haben wir jeden Tag nur Nudelsuppen gehabt. Tagtäglich nur Nudelsuppen. Hm? Früher haben die Leute anders gelebt, auch viel bescheidener, viel einfacher. Nur Arbeit und Arbeit. Das heißt, Bescheidenheit, das ist ein wichtiger Wert fürs Leben. Auf alle Fälle. Ja. Das war eine schwere Zeit damals im Krieg. Ja. Na, was glaubst du, das Essen hat man nichts gehabt. Dann habe ich zum Rauchen angefangen, weil meine Eltern haben in der Tabakfabrik gearbeitet. Und da haben sie gratis Zigaretten gekriegt, ohne Filter natürlich. Gell. Aber der Hunger tut weh, haben wir geraucht. Ne? Zigaretten jede Menge gehabt, 40 Jahre lang. Das war schlimm. Aber ich habe es auch überlebt. Wie haben Sie das dann geschafft zum Aufhören? Weil viele Leute tun sich ja schwer mit dem Rauchen aufhören. Ich musste aufhören, das Herz hat mir so Probleme gemacht. Das hat mir einfach nicht gut getan.
Gell? Der Stress und die vielen Bombenangriffe und Rauchen und so. Gell? Und dann, ich war ja eine der beliebtesten Schaffnerinnen von Graz. Und am Jakobiniplatz in Graz, ich weiß nicht, werden Sie ja kennen, das ist ja das Zentrum. Und da ist ja jede Garnitur halt eingefahren. Und immer wieder habe ich gehört, hallo, Schaffnerin, hallo. Gell? Und wenn ich halt dann mich ausgelassen habe, ist schon ein Backel dahergeflogen kommen, entweder eine Wurst, Semmel oder ein Marmorkuchen oder ein Kugelhupf oder irgendwas. So gern haben sie mich haben gehabt. Ja. Eine schöne und eine schwere Zeit. Wie haben Sie, weil jeder hat natürlich heutzutage hat man nicht mehr diese schweren Zeiten. Sie haben ja noch alles aufgebaut, Ihre Generation, deswegen geht es uns heutzutage gut. Wie haben Sie dann trotzdem diese schweren Zeiten überwunden? Wie haben Sie das gemacht so? Ja, wir haben es alle überwinden müssen. Irgendwie hat es halt gehen müssen. Was sollst du denn machen, gell? Sicher war es verlorene Zeit. Vor allem die Bombenangriffe, das war furchtbar. Haben Sie da immer dann einen Bunker gehabt, wo Sie runter haben müssen? Oder? Das war, wie soll ich sagen, ein Erdwall praktisch. Das war ein ausgegrabener Graben. Ne? Und da sind wir halt gehockt auf so Bänke. Und vorne war ein Luftmotor. Da hat immer eins kurbeln müssen, damit wir Frischluft gekriegt haben, dass wir nicht erstickt sind. Wie lange waren Sie da oft drinnen unten? Wie viele Stunden? Ja, schon Stunden waren wir schon unten. Je nachdem, wie lange die Angriffe heute gedauert haben. Gell? Ja. Aber ich habe schon viel erleben müssen. Und dann die Russen, also diese Russen waren das Schlimmste. Ich sage Ihnen, wo ich überall versteckt war, im Hühnerstall, was er gestunken hat und so viel Hühnermist war, in Dreckwäsche, Schmutzwäsche eingewickelt, nur damit wir die Russen nicht finden. Weil die haben alles vergewaltigt und alles schwerst geschlechtskrank gewesen. Ja. Wenn ich denke, meine Schwägerin, ihr Mann war in Russland gefangen und sie ist bis zur Bewusstlosigkeit vergewaltigt worden. Da sind sie angestanden, 5 bis 10 hintereinander. Ohne Rücksicht auf, wie es der Frau geht. Das musste man mitmachen. Das ist schon schrecklich. Ja, es ist halt irgendwie wieder gegangen. Ja. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll drauf. Weil das geht nicht zum Vorstellen. Ich tue mir gerne Leute reinversetzen, aber in solche Geschichten ist es unvorstellbar, sich zum reinversetzen. Ja. Wie geht es Ihnen dann so? Mir hat eigentlich mein kleiner Cousin das Leben gerettet. Wir waren in einem Rübenkeller bei meiner Tante. Das war ein Erdkeller, wo wir alle, die ganze Verwandtschaft beisammen, wie die Russen gekommen sind. Und mir hat der Russ sofort ausgesagt, wir haben es ja auch nicht gewusst. Und dann haben sie den kleinen Buben aufgeschickt. Und wie der den Buben gesehen hat, ist er frei geworden. Ist er davon gegangen und hat gesagt, also er kommt mit Schock, mit viel halt, gell? Mit viel Russen. Die Männer werden bum, 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 also erschossen. Und die Frauen werden halt das Vergewaltigungszeichen gezeigt. Ne? Na, was mich Angst gehabt hat. Und trotzdem haben sie den Humor nie verloren, haben sie gesagt. Nachher dann erst. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ich kann es euch nur fürs Leben mitgeben. Nie den Humor verlieren. Weil das ist ganz schlimm. Und ich lache halt gern. Ich bin nur ein Kuderli. Das heißt, Sie haben es trotz diesen unvorstellbaren, schwierigen Zeiten geschafft, irgendwie, weil man müssen hat, irgendwie trotzdem den positiven Gedanken probiert zu erhalten. Ja, ich sage, ich war dafür auch in Graz wirklich die beliebteste Schauspielerin. Ich glaube, es hat keiner so viele Geschenke gekriegt an Essen. Damals hat man ja Lebensmittelkarten auch gehabt. Ne? Da hat man ohne Lebensmittelkarten überhaupt nichts zu essen gekriegt.
Nächstes Mal beim Bauern schwarze Erdäpfel gekauft oder sowas. Ne? Hallo Schaffel, hallo Schaffel. Darf ich dann fragen, weil ich finde, das ist wichtig, weil heutzutage ist ja der Frieden, es ist ja, würden sagen, Friede ist so wichtig auf der Welt. Wie geht's Ihnen? Ja. Und die Leute kapieren es nicht. Ich sage, wir 2 Menschen auf der Welt waren angeblich nicht, keiner da oder anders einander erschlagen. Schrecklich. Und so geht das durch die ganze Weltgeschichte durch. Immer nur kriegen und die Leute werden nicht gescheiter. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie im Fernsehen das alles sehen, die ganzen Bilder, Ukraine, Israel? Ich schaue sehr wenig. Das mag ich sowieso nicht, so Kriegsfilme oder so, wo gemordet wird, das mag ich nicht. Das brauche ich nicht. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, diese schweren Zeiten. Bitte, bitte. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Danke dafür. Ja. Gern. Das heißt, den Humor nicht verlieren. Das gebe ich euch fürs Leben mit. Haben Sie sonst irgendeinen anderen Ratschlag, den Sie den Zuschauern mitgeben würden, was man sonst Sie zu Herzen nehmen sollen? Ehrlichkeit. Absolute Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Das sind eigentlich die wichtigsten Werte fürs Leben. Gell? Ja. Das ist sehr, finde ich, sehr spannend. Also ich sagen, ich habe jetzt 9 100-Jährigen interviewt und von diesen 9 100-Jährigen haben 5 genau das Gleiche gesagt. Ehrlichkeit ist das Wichtigste im Leben. Wenn man im Leben nur immer ehrlich ist und die Wahrheit sagt, kommt man am weitesten. Ehrlichkeit, natürlich, Ehrlichkeit ist wichtig. Nicht lügen. Ehrlichkeit und Disziplin, das sind sehr wichtig. Ehrlich sein, das ist das ganz das Wichtigste. Ja, man muss ehrlich sein, wenn man falsch ist, das ist nichts. Nicht? Kann man niemand vertrauen. Und Sie sagen das auch, das heißt, da muss was Starkes dran sein, dass Ehrlichkeit wichtig ist. Da lege ich schon Wert drauf. Was wird passieren, wenn man sich verbiegt im Leben, wenn man nicht ehrlich ist? Warum ist das so wichtig? Haben Sie ein Beispiel dafür, warum das so wichtig ist, die Ehrlichkeit? Nein, ich bin so erzogen worden. Und mein Vater war ja der beste Vater der Welt. Der hat mir so an der Rosenspitzen runtergelesen, wenn ich gemogelt habe. Hat er gesagt, wie war es wirklich? Gell? Also ich bin einfach so erzogen worden. Ich sage, ich habe einen Vater gehabt. Das heißt, Sie haben ein Traum von einem Vater. Er hat immer mein Kleine gesagt. Und egal wie alt ich schon war. Gell? Und da sind wir halt immer Radl gefahren bis Ungarn oben miteinander. Und da sind wir natürlich auch eingekehrt. Und wenn der Wirt, wenn man halt die Bestellung der Vater aufgegeben hat, und wenn er gesagt hat, für meine Kleine halt, was weiß ich, ein Gracherl oder irgendetwas, dem hat es Gracherl gegeben, die 4-Jährigen. Und dann hat er Dings herumgeschaut, immer der Kölner oder der Wirt, und hat er gesagt, wo ist denn die Kleine? Hey, was brauchen Sie? Hat er gefragt. Ich habe mich ja fragen, ob es ein rotes oder ein gelbes Gracherl ist. Dann haben wir halt gelacht und gesagt, also ich bin schon, gell, da war ich schon bei die 30 oder was. Ne? Das ist meine Kleine, die wird die bleiben. Nein, ich habe einen Vater gehabt. Dass Sie immer eine starke Vaterfigur gehabt, eine gute Erziehung genossen. Die Mutter war immer krank. Sie war nicht glücklich. Sie hat 10 Jahre auf ihren wirklich geliebten Mann gewartet und dann hat er eine andere geheiratet und das hat sie nicht verkraftet. Aber mein Vater hat sie auch gern gehabt. Gell? Und das war das große Plus. Dadurch hat es halt in der Ehe geklappt. Nicht? Es hat keine Scheidung oder was gegeben. Aber es war halt so. Sie war immer krank. Immer einen Nervenzusammenbruch nacheinander. Ja, Schicksal kann auch grausam sein. Was ist wichtig in der Kindererziehung? Dann, was würden Sie den Leuten mitgeben, die auch Eltern werden? Was würden Sie sagen, was ist so wichtig, wenn man Kinder großzieht? Nicht streiten vor den Kindern halt, gell? Das sollen sie untereinander austragen. Ein Kind ist so sensibel, das verkraftet sich schwer.
das verarbeitet sie schwer. Also nicht, würde ich halt sagen, nicht vor den Kindern streiten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Wie schaut es dann aus? Weil heutzutage trennen sich sehr viele, die Scheidungsraten sind ziemlich hoch. Ah, Wahnsinn. Naja, ich bin auch geschieden worden, weil ich habe früh geheiratet, wie ich 30 Jahre alt war, hat mein Mann gesagt, du bist so schief, ich kann dich nicht mehr anschauen. Und hat er mit einer 16-Jährigen ein Bandscherl angefangen. Ja, hat er gesagt, immer speien, wenn ich die anschaue. So schier. Der hat mich so, wie soll ich denn sagen, so gedemütigt, dass ich schon beinahe geglaubt habe drauf. Wirklich, ich lege euch nicht an. Aber er hat beißen müssen, schwer. Ja, das war kein Mensch, das war ein Unmensch. Haben Sie dann nachher den richtigen gefunden dann? Der hat mir nicht nur die Fützleis ins Haus gebracht, wenn ich das sagen darf, da wissen Sie alles. Ist vorbei. Ja. Ist vorbei. Den Nummer nicht verlieren. Das ist wichtig. Warum ist das Lächeln dann so wichtig im Alltag? Das ist ganz wichtig. Haben Sie ein Beispiel dafür, warum das so wichtig ist? Nein. Es geht halt alles leichter mit Humor. Wenn ich so eine griesgrämige Alte wäre, hätten sie auch Freude mit dem Interview. Wenn ich nur raunzen tät und zwedern. Ja, das ist nicht mein Ding. Haben Sie dann irgendeine bestimmte Ernährung gehabt? Weil Sie sind ja sehr fit. Ich habe sehr viel Gymnastik gemacht, war beim Turnverein, Sportverein, bin viel Radl gefahren, war nie dick. Ich habe fast immer mein gleiches Gewicht, 50 Kilo, 50, 52, habe ich auch schon gehabt. Und habe es bestimmt jetzt auch, weil jetzt viel Süßigkeiten ist. Ich kriege so oft ein Stück Kuchen, aber egal ob es eine Torte ist oder ein Marmorkuchen. Und ich esse halt. Früher habe ich gerne so einen Cognac mit Zwetschgen getrunken. Und wie die Fliegerangriffe waren und wie im Luftschutzbunker, im Erdloch, haben sie mir das aufgewartet. Haben gesagt, Margit, Prost, trink. Weil wenn du ein bisschen Intus hast, dann sprudeln die Witzler gleich so daher. Heute weiß ich gar nicht. Welchen Ratschlag würden Sie dann der nächsten Generation mitgeben? Haben Sie schon mal gesagt? Sie merken schon, ich bin ein guter Lachen. Ja, ich tue gerne lachen. Ist immer schön, wenn man Gleichgesinnte findet. Ist ja nicht leicht, dass man den Humor nicht, weil es ist ja, glaube ich, oft wird es leicht sein, dass man den Humor verliert, weil es kommen Schicksalsschläge, so kann man das gar nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben und dann trotzdem das. Ja, allein ich sage, die vielen Bombenangriffe in Graz, das war schon ein Horror. Echt. Und zu essen hat man nichts gekriegt. Da haben wir ein Lokal gehabt, wir Schaffnerinnen in der Konrad von Hötzendorfstraße, das weiß ich wie heute oder wie gestern, hat man ein paar Stufen runtergehen müssen und dann hat man dort Erdäpfelgulasch gekriegt. Jeden Tag nur Erdäpfelgulasch, aber ohne Lebensmittelkarten. Und hungrig ist so ein junger Mensch ja auch. Da sind wir Schaffner immer dort runtergegangen und haben gar nichts sagen brauchen. Wir haben es einfach schon hingestellt gekriegt. 2 Fragen hätte ich noch, wenn ich noch stellen darf. 2 abschließende Fragen. Ja, wenn ich kann. Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie heute irgendwas anderes machen? Heiraten, so früher. Und das Kind kriegen. Dann habe ich 4 Fehlgeburten gehabt. Das war natürlich auch einschneidend, ist ja klar. Weil die erste Geburt war so
grauenhaft, dass sich meine Gebärmutter nicht zurückbilden hat können. Die ist wie ein Stein im Bauch gelegen. Dadurch habe ich immer wieder Abortus gehabt. Das war schon sehr einschneidend in meinem Leben, muss ich schon sagen. Das ist nicht einfach gewesen. Was würden Sie sagen, wenn auch jetzt wer gerade am Boden ist, wie kann man da aus diesem Loch wieder raus? Haben Sie ein Rezept dafür, wie man aus diesem Loch wieder rauskommt? Nein. Mit Humor wahrscheinlich. Und nicht aufgeben. Das ist wahrscheinlich wichtig, niemals aufgeben, oder? Möglich. Schon möglich, ja. Kann ich ja nicht sagen. Jedenfalls habe ich viel Schweres mitgemacht, aber viel Schönes, gell? Erzählen Sie mal von den schönen Zeiten. Sie haben wir von schwierigen Zeiten geredet. Was waren die schönen Zeiten im Leben? Was ich nie vergessen werde, ich war ja, bin ja 3 Jahre in Graz in die Schule gegangen. Und da waren wir so ein Geg, 5 Buben und 5 Mädchen. Und da sind wir dann immer, wenn wir halt nicht Schule gehabt haben und Zeit, sind wir am Schlossberg raufgegangen. Und dort oben haben wir gespielt. Das Stockschlagen, kennen Sie ja, ein Popo schlagen nicht und der Kopf ist da drinnen und Schlag wer auf den Kopf musste, Popo musste wissen. Oder Vater Lechbert Schau und so Kinderspiele. Die Leute sagen, komm, bitte, bitte, lasst uns mitspielen, ihr seid einmalig. Das war eine schöne Zeit. Ohne viel Gedanken, ohne viel, einfach nur gespielt, mehr oder weniger. Ja. Ja. Naja, Überwiegend, so ist man so alt geworden. Ja, und dann jetzt sind es bald 100 nachher dann. Ach, dann hat's groß, ich weiß nicht, ob es wäre. Ja, mal sehen. Wie es kommt, so kommt es. Ich kann es ja nicht beeinflussen. An welchem Tag seien Sie dann damals auf die Welt gekommen? An einem Sonntag, am Valentinstag, um 6 Uhr morgens, wie die Kirchenglocken geläutet hat, 6 Uhr, am 14. Februar 26. Am Valentinstag. Am Valentinstag, an einem Sonntag.